So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Feescreen Sim. Heute betrachten wir uns einmal den Staukettenförderer, der bei unserer Simulation enthalten ist. Wir gehen dafür auf Object Control und fügen uns dort gehen in den Bereich für den Staukettenförderer, also in den Chain Conveyor Bereich, und da finden wir zum einen eben das Hauptelement, an dem alles gesteuert wird. Also wir fügen uns da eben ein solches Hauptelement gleich mal ein. Und wir sehen dann eben repräsentativ die Staukette und die Umlenkungen an der rechten und an der linken Seite mit den jeweiligen Mitnehmern. Und wir können, wenn wir das Hauptelement markieren und auf die Skalierung gehen, den, wie uns bei allen Objekten eigentlich bekannt, den eben in der X-, Y- oder Z-Achse eben dementsprechend verstellen. Und besondere Eigenschaften am Chain Conveyor sind besonders erstmal die Ausblendungsmöglichkeiten. Also es lassen sich eben diese Mitnahmehaken, diese Kugeln an der Seite eben ausblenden. Man kann diese ganze Führungsschiene ausblenden, also diese Kette eigentlich in Wirklichkeit. Und man kann auch dieses Repräsentationsobjekt, das große, ausblenden. Und man kann auch jederzeit das natürlich auch ersetzen durch ein Modell eines Chain Conveyors, den man eben, oder eines Staukettenförderers, das man hat, oder man legt vielleicht ein Dekorationsobjekt über die ganze Sache drüber. So, das nächste, was wir natürlich brauchen, sind dann die Fahrzeuge, also die auf dieser Transportkette dann eben drüber gezogen werden, und dafür kann man eben hergehen und dann eben so ein Vehikel einfügen, und dieses Vehikel können wir jetzt mal wie so eine flache Platte uns einmal gestalten, das eben dann später über dieses Ding drüber gezogen wird. Und jetzt müssen wir eben dieses Hauptelement mit diesem Vehikel verbinden, und das Ganze geschieht über Object Linking. Also wir finden hier eben unseren Hauptankerpunkt oder unser Hauptelement, und wir finden dann auch hier eben dieses Vehikel, und wir verbinden einfach das Vehikel mit unserem Hauptelement. Somit ist das Ganze schon bekannt und funktioniert dann, und wir können bereits einen ersten Test machen. Also wir markieren uns unseren Staukettenförderer, gehen in den Bereich der Parameter, also der Slots, die unser Staukettenförderer hat, und er besitzt eben einen Slot, an dem er eben eine Geschwindigkeit entgegennehmen könnte, zum Beispiel von einer SPS oder von einer internen Variable. Wir können aber auch hier jederzeit eine Geschwindigkeit eben setzen, wie zum Beispiel 1 Meter, und wir sehen, okay, diese beiden Mitnehmer fangen bereits das Drehen an, und die restliche Kette würde dann auch mit dem Transport starten. Und um jetzt eben so ein Fahrzeug eben anzufügen auf unseren Staukettenförderer, gehen wir einfach mal auf Add Vehicle. Und wir sehen, es wird immer rechts, also in unserem Fall, wir sind jetzt links, ist jetzt die X-Achse, wird eben dann dieses Objekt eingefügt, und es wird dann transportiert eben bis zu dem Endpunkt und wartet dann auf so einen Mitnehmer, der dann eben dieses Objekt übernimmt und dann wieder nach oben drüber fördert. Und wir können uns jetzt auch eben einen zweiten oder einen dritten einfügen. Und was wir dann auch gleich sehen werden, ist, dass diese Vehicles auch untereinander in Kollision treten können. Also es bleibt, wenn eben da vorne ein Fahrzeug bereits steht, staut sich diese ganze Sache auf. Also jetzt ist es gut zu erkennen, also man sieht, diese Platten stauen sich dann eben auf und übernehmen sich dann nämlich, erst wenn der Mitnehmer kommt, ist der Weg frei, und dann kann diese ganze Sache weiter transportiert werden. Und wir können uns auch diese Zustände, die wir haben, eben auch speichern. Also wir fügen uns jetzt nochmal schnell ein zusätzliches Vehikel ein. Jetzt haben wir so eine bestimmte Situation und sagen, okay, das ist diese Grundkonfiguration, die man eben haben möchte. Und dann könnte man sich das eben abspeichern und auch benennen. Zum Beispiel einfache Definition und Apply. Und durch diesen Apply wird dann eben diese Situation immer wieder hergestellt. Also ich kann eben auch sagen, alle Vehikel jetzt entfernen und Apply, und dann lädt er sofort eben diese Speicherung meiner Fahrzeuge oder meiner Kettenfahrzeuge, die ich da drüber transportiere, sofort wieder, und somit kann ich dann verschiedene Zustände, also zum Beispiel 3, 4, 6 oder beliebige Fahrzeuge auf meinem Staukettenförderer dann eben definieren. Und das haben wir eben schon gesehen, also mit den Add Vehicle Button kann ich eben jederzeit so ein zusätzliches Fahrzeug eben einfügen oder so ein Transportgut, und mit Remove All Vehicles lässt sich es jederzeit entfernen, und wenn ich eine Definition hier getätigt habe, wo ich beliebig viele haben kann, kann ich mit Apply diese auch sofort wieder herstellen. Ich kann auch mit dem X da hinten jederzeit diese Definition auch löschen.
Gut, dann gibt es eben noch den Update Changes vom Vehikel. Also wir sind auch in der Lage, eben an unserem Vehikel weitere Bauteile anzubringen, wie wir es gewohnt sind. Das kann zum Beispiel eben ein Bumper sein. Also jetzt bringen wir mal auf unsere Selektion in einem Offset von 0,1 einen weiteren Bumper ein. Und den machen wir jetzt mal ein bisschen kleiner, also 30 cm, und fügen den einmal ein. Dann haben wir eben so einen Bumper, den schieben wir uns noch ein Stück hoch. Und jetzt haben wir eben unser Fahrzeug um ein weiteres Bauteil verändert, und dass man jetzt nicht die ganze Situation eben neu laden müsste oder sowas, gehe ich wieder auf unseren Chain Conveyor und kann dann eben sagen Update Changes from Vehicle, und wir sehen, jetzt haben wir bei allen Objekten eben schon bereits so einen Bumper. Und somit kann man natürlich auch eine Schaltfahne anbringen oder andere Bereiche, die man eben detektieren möchte, wie man es gewohnt ist. Die einzigen speziellen Elemente, die wir für unseren Staukettenförderer noch implementiert haben, sind jetzt eben noch der CC-Bumper und der Stoppblock. Also es kann ja genau sein, dass man eben an einem bestimmten Bereich eben Stopper ausfahren möchte, wo Hohlräume sind, und nur da möchte ich bitte einen Stopp vornehmen können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also wir gehen jetzt daher und fügen uns dann eben da einen Stoppbereich ein auf unserem Fahrzeug, und den möchten wir jetzt genau, dass der eben im Mittelpunkt immer gestoppt wird und nicht vorne und hinten mit so einem Stopper, der auf dem Staukettenförderer sich befindet. Also wir erstellen uns jetzt da eben erst einmal so eine Stoppermöglichkeit auf unsere Selektion und sagen wir mal einfügen, und dann gehen wir in unseren Tree auf unser Vehikel und markieren uns mal den Stopper, weil der ist jetzt genau in der Mitte eingefügt. Sie sehen also, jetzt ist genau dieser Stopper eben im Mittelbereich dieses Elements, und wir ziehen uns jetzt den einfach noch ein bisschen länger über den gesamten Bereich unseres Elements drüber. Und das ist jetzt genau dieser Bereich, an dem ich eben jetzt eine Stoppung vornehmen möchte. Also wir fügen uns jetzt noch einen Stopper an in unserer Anlage. Also ich schiebe jetzt da den Cursor wieder in den Bereich rein, wo unser Staukettenförderer eben dann später einen Stopper hätte in der Realität. Wechsle wieder auf unsere Elemente und wähle dann eben noch einen CC-Bumper, also der eben dann diese Stoppung vornehmen wird, und den fügen wir am Cursor ein und sagen wir mal, okay, wir machen jetzt einmal da einen, der 0,3 ist, und den fügen wir jetzt erst einmal ein, mal ein bisschen höher, dass wir den halt gleich in dem Bereich drin haben. Einfügen. Jetzt sieht man also da eben diesen blauen neuen Stopper. Und wenn wir jetzt diese Änderung wieder übernehmen, also wir gehen wieder auf unseren Chain Conveyor und sagen eben Update Changes vom Vehicle, dann sieht man, jetzt stoppt eben dieser Stopper, dieses Objekt genau da, wenn eben dieser Bereich beginnt zu kollidieren, und ich kann ihn natürlich auch wieder rausschieben und man sieht, es fährt weiter, ich kann den nächsten wieder stoppen, und somit kann man eben dann diese Stoppung vornehmen von diesen Fahrzeugen, die man eben hat. Genauso, wenn man reinfährt und er ist bereits drin, wird auch gestoppt. Also man kann so eigentlich sehr genau diese Objekte dann auch jederzeit positionieren, weil in Wirklichkeit werden ja da meistens pneumatisch solche Stopper ausgefahren, die in irgendwelche Hohlräume eintreten, wie bereits schon erwähnt, und dadurch werden dann diese Transportelemente dann eben gestoppt. Und wir sehen auch, dass wir hinten auch jetzt gerade so eine Aufstauung gehabt haben, also es würde sich gegenseitig auch verkeilen, diese ganze Sache, dass man eben auch solche Sachen erkennen würde. Und das war es eigentlich schon ziemlich mit der Funktionalität von unserem Chain Conveyor. Sie können, wie gesagt, jederzeit natürlich jetzt noch Schaltfahnen an den Fahrzeugen anbringen, um mit Sensoren die ganze Sache zu detektieren. Das ist aber so ein typisches Vorgehen durch Verwendung der Eltern-Kind-Struktur und durchs Verbauen, was bereits in anderen Tutorial-Videos einschließlich erklärt wurde. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Staukettenförderer und vielen Dank.